Hallo, der Jerry hier nochmal. Ihr kennt mich sicherlich schon aus anderen Videos, da wahrscheinlich eher aus der App-Perspektive oder aus der, in Anführungszeichen, aus dem medizinischen Teil. Jetzt würde ich aber auch gerne mal, weil ich werde da ganz häufig zu gefragt, was hat denn dir geholfen, was kannst du uns denn aus deiner Erfahrung empfehlen? Ich würde das gerne auch mal als Betroffener selber sprechen. Also was sind denn Sachen, die ich anderen ans Herz legen kann, die ich für meine Haut gelernt habe und die vielleicht dann auch, sag ich mal, dir oder anderen Betroffenen helfen? Wie gesagt, Neurodermitis, ich meine, du weißt es selber, ist für eine sehr individuelle, eine sehr persönliche Krankheit. Die ist auch multifaktoriell, deswegen da zählt Ernährung mit rein, Hautpflege, Schlaf, Stress, Allergene und vieles mehr. Und deswegen ist es natürlich immer sehr, sehr individuell. Ich möchte aber hier eben in unserer Sektion, wo Betroffene oder eben als Betroffene zur Sprache kommen, auch mal so ein bisschen meine persönlichen sag ich mal, Erfahrungen und aber auch Insights und Gelerntes so ein bisschen mit auf den Weg geben. Ich habe hier unten mal ein paar Notizen gemacht, weil es ein bisschen was, aber die würde ich gerne mal durchgehen. Also Punkt 1, so ein bisschen Cremes. Da habe ich viel rumgetestet. Am Ende hat mir eine Creme geholfen, die ich in der Apotheke habe selber anmischen lassen. Da kann ich auch gerne mal das Rezept oder die Zusammenstellung, die Inhaltsliste hier unter das Video posten. Wie gesagt, mir hat's geholfen. Test es gerne mal aus. Ist eine super Creme, sehr fettig und hält sehr lange die trockene Haut geschmeidig. Da werde ich aber die Inhaltsstoffe oder die Inhaltsstoffe der Creme werde ich unter das Video mit reinnehmen. Zweiter Punkt, mag so ein bisschen kontraintuitiv wirken, aber was ich gemerkt habe, nach einer längeren Zeit kann es Sinn machen, natürlich nicht, wenn es sehr, sehr schlimm ist, sondern wirklich, wenn man irgendwie das Gefühl hat, die Haut ist jetzt irgendwie mal an einem guten Punkt angekommen, mal irgendwo eine Hautstelle zu nehmen und mal die Cremes eine Zeit lang wegzulassen. Weil was ich gemerkt habe ist, ich habe das Stück für Stück gemacht, zum Beispiel mal am Bein oder irgendwie mal am Arm, dass wenn man auch mal nicht eincremt, wie gesagt, das zählt nur für, also da war ich selber schon in einem Stadium, wo meine Haut schon relativ gut war, also nicht in den mittelschweren, schweren Phasen, sondern wo sie relativ gut war. Da habe ich die Cremes schon weggelassen und habe gemerkt, dass die Haut ihre Selbstfettungsfunktion wiedererlernt. Das heißt, ich musste dann quasi langfristig weniger eincremen oder vielleicht an manchen Stellen gar nicht mehr. Deswegen das nur mal, vielleicht auch mal versuchen an einer Stelle, die schon so vielleicht schon ganz gut ist, wenig juckt, wenig trocken ist, da mal die Cremes weglassen und schauen. Am Anfang, klar, es ist trocken, weil die Haut eben die Cremes gewohnt ist, aber irgendwann Stück für Stück lernt die Haut auch wieder sich selbst zu fetten. Wie gesagt, alles meine Erfahrung. Ich bin kein Mediziner. Punkt 2, Mikronährstoffe. Habe ich gemerkt, hat bei mir auch relativ viel geändert. Ich habe irgendwann mal mich damit beschäftigt, dann mit einem gesamtheitlichen Mediziner zusammengearbeitet. Der hat ja auch ein paar Videos mit beigesteuert, Dr. Schmiedel, und habe gemerkt, dass gerade Omega-3, Vitamin D, Zink und Selen ganz wichtig sind. Ist nicht nur bei mir so, ist bei den meisten anderen Neurodermitis-Betroffenen auch so. Wir haben mal die Tests gemacht und haben wirklich gemerkt, mein Fettsäureprofil war extrem schlecht, mein Zinkwert war im Keller, Vitamin D war auch schlecht und Selen war auch schlecht. Und das haben wir dann Stück für Stück wieder aufgebaut und ich habe gemerkt, das hilft meiner Haut wirklich. Also die wurde besser, nicht nur vom Hautbild her, von der Entzündung her, sondern auch von der Trockenheit her. Hat wirklich geholfen. Deswegen, das war so ein bisschen neben den Cremes, Mikronährstoffe war mein großer Punkt 2. Punkt 3, was für mir geholfen hat, ist Stressmanagement und Achtsamkeit. Sag ich mal, von Meditation über, sag ich mal, gewisse Entspannungsrituale mit einzubauen, von Sauna, genau, Meditation habe ich genannt, aber auch Sport, also dass man regelmäßig Sport macht, um wirklich, sag ich mal, achtsam zu sein, seinen Körper gut wahrnehmen zu können und eben den Stress gut verarbeiten zu können. Ich glaube, das war auch ein ganz, ganz großer Punkt, weil häufig, als ich mich gekratzt hat, und das ist, glaube ich, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, zumindest wenn man die anderen Videos hier schaut in der App, kann Kratzen auch eine Übersprungshandlung sein. Also irgendwie, ich bin gestresst, ich bin überfordert, ich kriege gar nicht mit, dass ich mich kratze, war zumindest bei mir so, war ich gestresst, dann habe ich mich gekratzt. Ich habe es gar nicht mitbekommen, aber es war letzten Endes, weil ich nicht achtsam genug war, dass ich merke, dass es eine Übersprungshandlung war. Und irgendwann, als ich das dann gelernt habe, habe ich es dann eben weggelassen. Und so kann man Stück für Stück so ein bisschen auch dieses unbewusste Kratzen in den Griff bekommen. Wie gesagt, zumindest bei mir war es so. Das Punkt 3, Stressmanagement, Achtsamkeit. Punkt 4, ich nenne das mal Sonne und Salz. Also irgendwann haben wir gemerkt, jetzt sind wir als Familie an die Ostsee gefahren, waren da in der Ostsee baden mit Salzwasser und dann kam die Sonne. Das hat meiner Haut unglaublich gut getan. Und da berichten auch ganz, ganz viele andere. Ich meine, bei mir war es jetzt die Ostsee.
Bei anderen ist irgendwie das Tote Meer. Und was wir eben auch gemerkt haben, was bei mir ganz gut war Höhensonne. Nannte sich es damals, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so heißt, es war wie so ein Mini-Solarium, was wir uns in dem Keller aufgestellt haben, und wo ich dann eben mit was war das, UVA, UVB, zumindest mit gewissem medizinischen Licht, sag ich mal, bestrahlt wurde. Das hat auch sehr gut geholfen. Man muss nicht an die Ostsee fahren, nicht ans Tote Meer, um eben diese, es nennt sich auf der einen Seite Phototherapie, das Licht, auf der anderen Seite Balneo oder Sole, Salzgeschichte, kann man auch zu Hause machen. Also man kann auch sich ein Salzbad in der Badewanne einlassen und dann raus in die Sonne gehen, wenn draußen die Sonne scheint, klar. Oder man geht irgendwie in Thermalbad, ins Spa, da gibt's auch viele Solebäder und dann danach irgendwie in die Sonne. Oder gibt's auch manchmal Höhensonnen, wo man sich drunter legen kann. Oder man kann sogar vom Arzt eine sogenannte Balneo-Phototherapie verschrieben bekommen. Das ist genau das gleiche. Balneo ist der ganze Salzteil. Photo ist eben das Licht, dass man dann eben mit entsprechenden Ärzten oder Therapeuten durchführen kann. Aber im Grundsatz geht es um Sonne und Salz. Das ist eigentlich der Grundsatz bei diesem Ansatz. Das sind die Sachen, die mir wirklich geholfen haben. Cremes, Mikronährstoffe, Stressmanagement, Achtsamkeit und eben diese ganze Sonne- und Salz-Geschichte. Nochmal, das ist kein medizinischer, sag ich mal, Rat, weil ich rede hier über meine eigene Geschichte, alles eben als Betroffener. Aber kann man durchaus mal, wenn man die gewisse Punkte noch nie angeschaut hat, sollte man durchaus mal drauf schauen. Vielleicht hilft es auch dir, ich würde es mir wünschen. Genau, aber so habe ich die Frage beantwortet, die wir ganz häufig bekommen. Was hat denn dir geholfen? Wie sah denn deine Neurodermitis-Geschichte aus? Genau, und vielleicht noch, das war so ein bisschen, was geholfen hat. Und vielleicht noch dazu, was bei mir so ein bisschen die Schubauslöser waren. Das waren eigentlich die klassischen Zitrusfrüchte, gewisse Nüsse, Pollen, gewisse Allergene. Wir haben verschiedene Tests gemacht. Aber da, sag ich mal, das ist sehr, sehr individuell bei jedem. Da würde ich dir raten, das mal abklären zu lassen. Aber jetzt von diesem, was geholfen hat, waren es eben primär Cremes, Mikronährstoffe, Stressmanagement, Achtsamkeit und Sonne und Salz. In diesem Sinne, ich hoffe, das hat geholfen. Solltest du Fragen haben, jederzeit melden. Und ansonsten liebe Grüße und bis zum nächsten Video.